40 Jahre. 40 Jahre hat es benötigt, bis ich heute etwas ankündigen kann. 40 Jahre Vorlauf erscheint eine lange Zeit. Es sind eigentlich sogar noch mehr als 40 Jahre, dass ich im Glauben unterwegs bin. Aber diese Zeit war nicht einfach Lehrzeit, sondern ich habe diese Zeit genutzt für theologische Auseinandersetzungen und heute kündige ich da ein Buch an, das ich geschrieben habe mit dem Namen Feuer und Vision. Und dieses Buch hat eine 40-jährige Vorlaufzeit. Und wie das so kommt, darüber erzähle ich in diesem Video. Vor 40 Jahren konnte ich dieses Buch nicht schreiben. Es hat eine Zeit benötigt, bis ich zu den Ansichten gekommen bin, die ich hier vertrete. Also hier, das heißt auf dem YouTube-Kanal, aber auch auf der Website kernbeißer.ch und natürlich auch hier in diesem Buch. Und in dem Buch fasse ich zusammen, was ich als wertvolle Erkenntnis zum Lesen, zum Verstehen der Bibel herausgefunden habe. Es ist also etwas wie ein Reisebericht vielleicht, kann man sagen. Es ist aber auch ein Reiseführer. Es ist ein Buch, das du nutzen kannst, mehr Einblick in die Bibel, speziell in das Neue Testament zu erhalten. Es ist ein Reiseführer, aber reisen musst du natürlich selbst. Ich kann Anregungen geben, über bestimmte Dinge nachzudenken, Zusammenhänge aufzudecken, aber nachher muss man selbst reisen. Zuerst etwas zu mir selbst. Also ich bin nicht in einem christlichen Daheim aufgewachsen. Ich bin erst später zu einem bewussten Glauben gekommen. Und das hat auch eine Vorlaufgeschichte an sich gehabt. Aber der Moment, als ich dann sozusagen voll einstieg und sagte, hier bin ich daheim, einen persönlichen Glauben, und es gibt verschiedene Ausdrücke dafür, die man dann verwenden will, das war vor über 40 Jahren. Und was mich bewusst angezogen hat, waren natürlich bestimmte Themen, waren bestimmte Fragen. Das war die Idee von Gott selbst, das war die Geschichte im Neuen Testament und ich hatte ganz viele Fragen dazu. Und diese Fragen, die habe ich versucht zu stellen und ich habe mich auf den Weg gemacht. Es gibt ein interessantes Zitat eines Softwareentwicklers mit Namen Buzz Anderson. Und er sagt so in etwa, ich übersetze das jetzt auf Deutsch, dass Entwickler sich die ersten 5 Jahre ihrer Karriere sich mit der Bewältigung der Komplexität auseinandersetzen und danach den Rest des Lebens mit deren Vereinfachung. Und das fand ich ein sehr interessantes Zitat, nicht nur, weil ich selbst auch im Alltag Softwareentwickler bin zum Beispiel, sondern auch, weil diese Idee sehr leicht auf meine Glaubensentwicklung übersetzt werden kann. Das heißt, ich habe mich in den ersten Jahren von diesen 40 Jahren mit der Bewältigung der Komplexität auseinandergesetzt. Ich wusste sozusagen nichts, ich hatte keine typisch christliche Vorstellungen, habe mich dann aber in eine theologische Ausbildung hineingestürzt, habe dort gelernt, habe die Komplexität, die Vielfalt und so kennengelernt. Und ich habe mich dann auf verschiedene Themen gestürzt, die für mich persönlich sehr wichtig waren. Ich habe mich dann auf gewisse Bibelstellen und gewisse Gedanken, gewisse Ideen und Themen bestimmt ausgerichtet und diese habe ich dann weiter untersucht. Also ich habe das sehr bewusst gemacht und das war sehr komplex. Das waren die ersten Jahre. Und nachdem, dass ich dann zuerst so ein Überblick mir verschafft hatte und danach die Komplexität in etwa sah und nachfolgend dann einige Themen vereinfacht hatte, kam ich zu einem Punkt, wo ich verstand, dass diese Komplexität nicht das Ziel von allem war, sondern nur einfach eine Hürde, dem man gegenübersteht. Und danach habe ich versucht, diese Komplexität zu vereinfachen. Und da bin ich dann jetzt eben knapp 40 Jahren dran.
Das ist ein interessanter Werdegang, weil ich habe natürlich ganz viele Vorstellungen in dieser Zeit mir zuerst zu eigen machen müssen, sie nachher vergleichen müssen, ihren Wert beurteilen und dann vielleicht auch wie aussieben müssen, was nicht so passend ist. Und diese Prozesse kann man nicht abkürzen, nicht richtig, aber vielleicht mit diesem Buch kann man ein paar Ideen aufgreifen, womit man die ganz eigene Vereinfachung anstrebt. Die Frage ist, wo setze ich an und was ist eigentlich das Problem? Ich habe im Laufe dieser Vereinfachungen gesehen, dass ich mich zuerst auf spezielle Themen und auf spezielle Bibeltexte fokussiert habe und dann entdeckt habe, so im Laufe vieler Abklärungen, dass viele Fragen geklärt werden konnten, wenn man etwas zuerst beachtet. Und das etwas, das ist das Thema von diesem Buch. Also dieses Buch hier, was ich hier habe mit dem Thema Feuer und Vision, hat als Untertitel Paulus und die Gemeinde aus allen Nationen. Und Paulus ist ein Apostel, aber weitgehend unbekannt. Was er will, wozu er berufen wurde, das ist auch weitgehend unbekannt. Und erst als ich verstand, was Paulus sagen wollte und sagen musste, was sein Auftrag war und worin sein Auftrag anders war als von den 12 Aposteln etwa, oder wo sein Auftrag und seine Aufgabe, sein Evangelium, wie er das selbst nennt, mein Evangelium, das ist, worüber er spricht, dann habe ich dadurch erkennen lernen, dass es eine Entwicklung im Neuen Testament gibt. Also das Buch zeigt eine Entwicklung im Neuen Testament anhand von dem Apostel Paulus, von seiner Berufung und von seiner Aufgabe her betrachtet. Und wir verfolgen dann die verschiedenen Aussagen der verschiedenen Menschen im Neuen Testament und entdecken, dass es eine Entwicklung gibt. Dass es nicht nur eine Gemeinde gibt, sondern zwei Gemeinden. Dass es nicht nur ein Evangelium gibt, sondern verschiedene. Denn das Wort Evangelium, das Wort Gemeinde, diese Wörter sind ganz neutral und erst der Kontext dieser Aussagen zeigen, warum es geht. Und dann kann man entdecken, dass es ganz unterschiedliche Bereiche gibt, die so genannt werden. Und in diesem Buch beschreibe ich diese, damit man eine Entwicklung erkennen kann. Und was man dann erhält, ist eine viel differenziertere Auslegung und ein mehr differenziertes Verständnis von dem, was im Neuen Testament beschrieben wird. Und das hilft natürlich dabei, dann wieder andere Aussagen und Fragen und Bibeltexte einzuordnen. Also das hier ist ein Buch über Paulus, es ist ein Buch über die Entwicklung im Neuen Testament, es ist aber auch ein Handbuch mit vielen Methoden, Ansichten, Konzepten, Ideen, die man selbst nutzen kann und erproben kann, um damit das Neue Testament aktiv zu lesen und besser zu verstehen. Für wen ist dieses Buch gedacht? Ich habe geschrieben für eine Zuhörerschaft, das sind theologisch interessierte Menschen mit evangelikalem Hintergrund. Also das ist meine Zielgruppe. Dann wird es darüber hinaus natürlich theologisch interessierte Menschen geben, Leute, die einfach mal was anderes lesen wollen über die Bibel, die ebenfalls von diesen Ausführungen profitieren können. Einfach ist das Buch aber nicht. Es ist nicht nur umfangreich, also in diesem Buch findet man etwa 500 Seiten, das ist eine ganze Menge. Es gibt 4 Teile im Buch. Zuerst sprechen wir über die Annahmen, womit jeder so die Bibel liest, also die nicht ausgesprochenen, nicht geprüften Annahmen darüber, wie man die Welt sieht, wie man Glaube betrachtet, wie man die Bibel betrachtet. Denn diese Annahmen entscheiden häufig über das Verständnis des Neuen Testaments. Also darüber werden wir zuerst etwas lesen. Dann in einem zweiten Teil geht es um Paulus und seine Berufung. Was war eigentlich seine Berufung, seine Aufgabe? Was hat er eigentlich
tun müssen. Weshalb benötigte es überhaupt einen 13. Apostel? Denn das ist vielen Menschen nicht klar. 12 Apostel, das weiß jeder, aber warum jetzt einen zusätzlichen Apostel? Diese Frage ist ganz entscheidend und wir versuchen diese Frage auch dann zu erklären, zu erläutern und ich nehme euch damit auf eine Reise durch das Neue Testament. Und dann im dritten Teil geht es um die Umsetzung für diese Theologie, denn Theologie ist nicht als Gedankenspiel da, sondern Theologie will etwas bewirken. Theologie kann Transformation bewirken in deinem und in meinem Leben und darüber werden wir auch noch etwas nachdenken. Wenn man jetzt ein neues Raster gefunden hat, eine neue Entwicklung skizziert hat, bis anhin nicht berücksichtigt, was kann man jetzt mit dieser neuen Entdeckung anfangen? Und dann in einem vierten und letzten Teil abschließend wird noch etwas nachgedacht darüber, wie man jetzt mit diesen Dingen vorausschauen kann. Wie geht es um Vision, wo geht das hin? Was kann man eigentlich mit diesem Neuen Testament bewirken, wenn man es so versteht, wie es geschrieben ist? Das ist der Versuch, der Text im eigenen Kontext sprechen zu lassen. Und wenn das einigermaßen gelungen ist, was kann man damit für die Zukunft neu denken? Und das betrifft dann zwei Sachen, den persönlichen Glauben, aber auch natürlich die Idee von Gemeinde, von Kirche. Wie geht es weiter und wohin geht es weiter? Also dieses Buch ist für all die Menschen gedacht, die diese Fragen spannend finden und sich gerne damit auseinandersetzen. Wenn dir diese Vorstellung zugesagt hat, findest du weitere Informationen und einen Link direkt zum Verlag, wo du bestellen kannst, auf meiner Website kernbeißer.ch. Es gibt einen direkten Link in der Beschreibung unterhalb von diesem Video. Und weiter, teile dieses Video, wenn du andere Menschen kennst, die gerne sich weiterbilden in Sachen Bibel und Neues Testament. Denn das hier, was hier beschrieben wird, ist eine Anregung für eine Auseinandersetzung, die möglichst vielen Leuten dienen darf.